Hallo zusammen. Mein Name ist Axel Iefland, ich bin der Gründer der Inmex GmbH und auf vielfachen Wunsch stelle ich Ihnen heute unsere Schnellabkühlung für Spritzguss-Plastifiziereinheiten vor und das Ganze in Videoform. Wir von Inmex bauen in erster Linie komplette Zylindermodule mit einem besonderen Beheizungssystem. Anstelle von herkömmlichen Heizbändern kommen bei uns Heizelemente zum Einsatz, die in die Oberfläche des Zylinders integriert werden. Und auf diese Art und Weise sparen wir bis zu 60% der Heizenergie ein. Die Schnellabkühlung wiederum ist eine Erweiterung dieses Systems um eine in den Zylinder integrierte Kühlung. Das ist vor allem dann interessant, wenn man häufige Materialwechsel vollzieht oder das Thema Verbrennungen bzw. schwarze Punkte eine Rolle spielt. Die Funktionsweise der Schnellabkühlung ist simpel. Im Bedarfsfall können im Zylinder verbaute Kühlrohre von Kühlwasser durchströmt werden, sodass der Zylinder trotz Isolation 4-mal so schnell herabkühlt wie ein nicht isoliertes Zylindermodul an Luft. Die Schnellabkühlung ist nicht dafür gedacht, die Temperierung im laufenden Prozess zu optimieren, sondern nach Produktionsende oder bei Störungen sehr schnell aus dem kritischen Bereich herauszukühlen. Und das möchte ich Ihnen jetzt gerne anhand unseres Messeexponats demonstrieren. Die hier aufgebaute Plastifiziereinheit mit 25 mm Schneckendurchmesser passt auf ABUK-Maschinen mit 100er Spritzeinheit. Bei diesem Exponat haben wir die Möglichkeit, das Zylindermodul aufzuheizen und abzukühlen. Dazu befinden sich an der Rückseite der Plastifiziereinheit zwei Kühlwasseranschlüsse, mit denen der Wasserverteiler der Maschine verbunden werden kann. Von hier aus wird das Rohrsystem der Plastifiziereinheit mit Kühlwasser versorgt. Die Regelung des Durchflusses kann manuell oder automatisch erfolgen. In beiden Fällen befinden sich zwischen Wasserverteiler der Maschine und Zylindergarnitur sogenannte Anschlusskästen. Bei der manuellen Variante schaltet der Bediener nach Produktionsende die Kühlung mittels zweier Kugelhähne ein. Der Anschlusskasten verfügt über Kühlwasservor- und Rücklauf vom Wasserverteiler der Maschine, zwei Anschlüsse zur Plastifiziereinheit, einen Druckluftanschluss und einen Ausgang in einen Abwasserkanal oder Behälter. In der Ausgangsstellung ist der Vorlauf zu und der Rücklauf in den freien Kanal offen, sodass eventuell vorhandenes Restwasser immer die Möglichkeit hat zu entweichen. Für den Beginn der Kühlung drehen wir zuerst den Rücklauf und dann den Vorlauf auf Wasser. Für das anschließende Ausblasen schalten wir die Kühlung im Vorlauf zunächst aus und stellen den Rücklauf dann wieder auf Behälter. Nun kann der Vorlaufkugelhahn auf Druckluft gedreht werden und das Ausblasen beginnt. Durch die mit den Kugelhähnen verbundenen Plättchen ist eine Fehlanwendung ausgeschlossen. Bei der automatischen Variante sind Magnetventile im Anschlusskasten verbaut, die direkt von der Maschine angesteuert werden können. Dafür ist zunächst ein Freigabesignal seitens der Maschine nötig, das die ausgeschaltete Zylinderheizung bestätigt. Sobald das Kühlen gestartet wird, gibt der Anschlusskasten ein Sperrsignal zurück an die Maschine, sodass die Heizung nicht wieder eingeschaltet werden kann, bis das Kühlen und das anschließende Ausblasen abgeschlossen sind. Aktuell beträgt die Zylindertemperatur unseres Ausstellungsstückes 300 Grad auf allen 4 Zonen. Nun wird die Heizung ausgeschaltet und die Kühlung von der Maschine gestartet. Der Anschlusskasten zeigt nun durch die blaue Leuchte den aktuellen Kühlvorgang an und signalisiert durch die rote Leuchte, dass noch nicht ausgeblasen wurde. Nach Beendigung des Kühlvorgangs bleibt die rote Leuchte aktiv, bis für eine bestimmte Zeit ausgeblasen wurde. Wie man sieht, läuft die Kühlung trotz der hohen Zylindertemperatur ziemlich entspannt ab. Das zuerst eintretende Kühlwasser verdampft natürlich im Rohrsystem, wird dann aber vom nachströmenden Wasser eingeholt, sodass kein Wasserdampf am Wasserverteiler oder den Anschlusskästen ankommt. Die Anschlussschläuche werden leicht warm, aber nicht heiß. Sobald die gewünschte Temperatur erreicht oder die vorgegebene Zeit abgelaufen ist, wird die Kühlung beendet und dann von der Maschine automatisch ausgeblasen für zum Beispiel 10 Sekunden. Das demonstriere ich jetzt hier mit diesem Taster. Der Abkühlvorgang und der Ausblasvorgang sind nun beendet. Das Kühlwasser ist aus dem Rohrsystem herausgeblasen und das System ist wieder betriebsbereit. Mit der Option der Schnellabkühlung schaffen wir maximale Flexibilität bei der Temperierung für den Anwender. Schnelles Aufheizen und schnelles Abkühlen dank Inmex Plastifiziertechnik. Ciao.